Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir haben es Montag, eine neue Woche ist gestartet und das heißt auch automatisch, dass der Horrorzirkus geschlossen hat. Ja, wir kommen hier nicht mehr rein. Ich befinde mich gerade auf dem Server F18, wo wir ja letztens in dem Video thematisiert haben, einen Spieler, und zwar Napoli, der ja hier sich den Wanderzirkus auch zunutze gemacht hatte, aufgrund der genannten Probleme zwischen den Gegnern, die sich nach Level richten, und den Account, welche Stärke er gerade in diesem Spiel hat auf der die dazugehörigen Stufe. Und da war ja Napoli dabei, der für sein Level außergewöhnlich hohe Stat-Punkte hat, was man ja auch hier nochmal gut in dem Levelbereich sehen kann, dass er sich klar hier rauskristallisiert. Und ja, ich wollte in dem Video nochmal so ein bisschen auf die Nachfolgen sozusagen davon eingehen, was jetzt hier der Napoli noch geschafft hat und was ich so bisher für mich gesehen hatte, wer so die meisten Silbermarken gefarmt hat in diesem Wanderzirkus und was so ein bisschen seine Taktik dabei gewesen ist, fand ich sehr spannend, da so ein bisschen durchzulesen. Deswegen wollte ich da in dem Video heute mal drauf eingehen. Zuerst mal, wenn wir uns hier die Stats anschauen, ich vergleiche mal kurz mit dem Video hier, was ich vor einem Tag aufgenommen hatte. Das ist am 19.10. Erschienen, das Video. Und jetzt haben wir hier, wenn wir nur auf den Geschickwert achten, weil das ist der Wert, den er geskillt hatte, Ausdauer hat da nichts reingesteckt, haben wir hier 310.352 und zum Ende des Events liegen wir hier bei 311.656, macht einen Unterschied von ca. 1300 Total Stats roundabout, die er jetzt nochmal zusätzlich gemacht hat. Keine Ahnung, wie viel er jetzt noch gefarmt hatte, nach dem Video hier, was ich released habe. Und nochmal vielen lieben Dank auch für das zahlreiche Feedback hier in den Kommentaren. Weiß ich auch sehr zu schätzen und lese mir auch immer alles durch, auch wenn ich nicht immer überall darauf antworte. Durchlesen tue ich mir die Kommentare immer, deswegen freut es mich auch jedes Mal, wenn ihr hier was loswerden wollt unter den Kommis. Weiß ich auf jeden Fall jeden Einzelnen sehr zu schätzen, der sich hier die Mühe macht und die Zeit nimmt, immer einen Kommi zu schreiben. Deswegen vielen lieben Dank auch an euch an der Stelle. Und also hier ist es nicht mehr ganz so heftig gewichtet jetzt seit dem Video. Man muss aber auch dazu sagen, man muss das immer auf die Stufe rechnen von den jeweiligen Level, und ja, für die Stufe, die ja wirklich weit ab noch ist vom Level Cap, sind das trotzdem nicht wenig Statpunkte, die er hier gegaint hatte jetzt über die Zeit. Was ich euch jetzt zeigen wollte ist, dazu müssen wir einmal den Server wechseln. Dazu gehen wir einmal hier auf EU8 rüber. Und wenn wir hier jetzt mal in den Wanderzirkus reinschauen, dann sehen wir hier einen Spieler, der ja sehr von der Taktik profitiert hatten, die wir angesprochen hatten. Und das war halt diese Ticket-Taktik, wo man sich halt eben die Aktgegner, wo man sich da absichtlich fallen lässt, beziehungsweise auf der Stufe bleibt und die Belohnungen jedes Mal schlechter werden, bis nachher gar keine mehr da sind. Man dafür aber jedes Mal relativ günstig für 10 Pilze halt eben günstig, ein goldenes Ticket bekommt und damit einen Free Try, beziehungsweise für 10 Tickets ein Try hat gegen den Direktor sozusagen. Und diese 31.928 sind so ist so der Score, der mir jetzt an der Tagesansicht mit am höchsten erschien. Und deswegen habe ich mal hier auch auf den Server geschaut gehabt. Der Spieler selbst ist ein Battle Mage, damit mit der Klasse schon mal sehr konstant, was ihm eventuell von Vorteil sein könnte bei der Taktik, die er jetzt hier angewandt hatte. Übrigens, die Taktik wird wahrscheinlich rückwirkend nicht mehr wirklich ausschlaggebend sein, weil die wahrscheinlich, hoffe ich doch zumindest, überarbeitet wird, damit sowas auch nicht genutzt werden kann in Zukunft. Und Vars ist hier ein Battle Mage, das hat er auf meiner Seite auf jeden Fall schon mal deutliche Sympathiepunkte, muss ich sagen. Ich als Battle Mage, auf meinem zweiten Account, liebe ja auch über alles den BM, und mir geht das Herz auf, wenn ich hier so einen Kampfmagier auf Platz 1 sehe. Deswegen schöne Grüße, falls er das hier sehen sollte. An der Stelle spielt er in der Gilde von Kepso hier, die hier auch auf dem Server Freedom, beziehungsweise auf dem Server mit Freedom, sehr krass vertreten ist, und ist auch generell anscheinend, wenn man mal in die Beschreibung schaut, hier
ist sehr bekannt dafür, auch viele Pilze auszugeben, hat jetzt in dem Account hier jetzt 711.000 drin, seitdem der Server released ist. Ich gehe mal davon aus, das ist das Release-Datum, der 17.11. von EU8. Ich selbst habe es jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber müsste so hinkommen. Also er hat hier auch schon einiges in den Account gesteckt. Deswegen da auf jeden Fall steckt hier sehr viel definitiv drinne. Und hatte auch für die Stufe schon ordentliche Stats, wenn man mal bedenkt, dass die Leute sich hier momentan gerade in der Dungeon-Pause befinden und jetzt nicht so viel gerade irgendwie machen. So, ne? Da kam jetzt vielleicht so ein temporäres Event ganz gut einher, um nebenbei mal so ein paar kleine Stat-Punkte hier zu farmen. Ja. Und ich hatte mir mal die Konversation rausgescreenshottet. Der hatte sich nämlich, sehr professionell, ich habe mir die sehr professionell rausgescreenshottet hier. Man liest hier quasi von links oben nach hier unten so quasi. Und das fand ich nochmal interessant und hat nochmal so ein bisschen dann vielleicht einen Einblick hinter die Kulissen gegeben, wie hier sowas möglich ist, beziehungsweise was denn auch das Endresultat daraus ist, wenn man jetzt nun mal jemanden so sieht, der hier auf der Stufe so viele Punkte gefarmt hat. Ja, was wird das wohl für Ausmaße angenommen haben, hatte ich mich dann so auch gefragt. Und genau, er hatte hier ein bisschen was dazu geschrieben. Er hatte hier für dieses Event 12.000 Mushrooms ausgegeben und hat davon alleine schon 8.000 zurückbekommen in Form von Lucky Coins. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich broken. Also Lucky Coin technisch wird der Vars wahrscheinlich hier jetzt ausgesorgt haben. Dann hatte noch jemand gefragt, wie viele Stats er gemacht hat. Und da hat er dann ist er drauf eingegangen, ja, nicht so sehr viele, weil er halt eben momentan noch auf Stufe 426 ist, wo man natürlich noch nicht so dieses krasse Gold farmt. Und er hatte dann hier geschrieben, so circa roundabout 2,6 Millionen Gold hat er pro goldenes Ticket dann halt verdient. Das heißt, er hat quasi 10 Pilze ausgegeben für ein goldenes Ticket, um dann 2,6 Millionen beim Direktor zu bekommen. Ja, Strider hatte hier dann auch nochmal gefragt, ob er auch die Ein-Ticket-Taktik genutzt hatte, auf die wir eingegangen sind. Er bejahte das Ganze hier. Und dann wurde hier nochmal gefragt, was so der maximale Reward, der Gold-Reward war für das Erledigen vom Direktor. Und da hatte er dann hier auch nochmal geschrieben, so circa halt in dem Bereich von 2,6 Millionen auf Stufe 226. Ja, und er war hier circa bei den 55 oder 60. Plus Level-Gegner. Ja, und nochmal sehr interessant hier an der Seite, was nochmal für die Klasse des Battle Mages spricht an der Stelle, dass halt die Strategie dahinter war, dass er sich ausgezogen hat. Er hat sich unequipped, ja, also ich glaube nicht alles, aber Somgear hat er sich ausgezogen, um halt eben einen konstanteren Schaden gegen den Zirkusdirektor zu machen, zwischen 40 und 70%, um ihn halt vielleicht auch nicht unbedingt versehentlich zu killen, zu besiegen. Und dort hat er halt eben diesen Sweet Spot gefunden und ihnen hat es halt eben auch dabei geholfen. Only really viable with low volatility class, also das Ganze ist halt eben auch sehr gut umsetzbar nur sehr gut umsetzbar mit einer Klasse, die halt eben von der Volatilität nicht so stark schwankt, und da ist der Battle Mage natürlich perfekt. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, dass wir einen Direktor haben, der gegen eine Klasse kämpft wie den Battle Mage, der ja sowieso vom Schaden immer relativ konstant ist, und dann der Vars vielleicht sich noch so ein bisschen was auszieht, dass er noch weniger schwankt in dem Bereich, dann kann er quasi unendlich mehr oder weniger in diesem
Levelbereich sich aufhalten, beziehungsweise in dem Prozentbereich, wo er halt den Direktor immer wieder bis dahin bringt. Und das war halt zwischen, wie er sagt, zwischen 40 und 70%. Wegen, das sind halt die Prozentchancen, die sind halt wichtig, weil man dort zweimal halt eben das Gold mitnehmen kann, was ja jetzt, worum es sich ja jetzt hier am Ende des Tages gedreht hat. Und das war dann nochmal von Vorteil hier in der Situation, dass er halt eben den Kampfmagier genommen hatte, weil zum Beispiel bei einem Berserker oder so, die können ja trotzdem die Kombination raushauen und das schwankt ja dann doch ein bisschen mehr als beim Kampfmagier, der halt wirklich nur sein Arkan-Komet abfeuert und dann halt gar nichts mehr macht. Ne? Dann halt einfach wirklich gar nichts mehr macht, außer halt eben zuschlagen. Er kann nicht ausweichen, er kann nicht blocken, er kann nichts mehr danach machen. Deswegen ist halt der Kampfmagier sehr konstant und halt eben auch sehr frustrierend für viele Leute in den Dungeons. Aber für mich persönlich ist es genau das, was die Klasse halt eben ausmacht. Ne? Und vor allen Dingen der Fakt, dass halt eben, wenn man auf Ausdauer geht, man trotzdem noch Schaden skillt, weil halt eben der Arkane Komet mit dem Ausdauerwert hochskaliert und das ist halt sehr geil und deswegen feiere ich den Battle Mesh und deswegen finde ich das auch sehr cool, dass hier halt eben so ein starker Battle Mage hier unterwegs ist auf dem Server. Deswegen auf jeden Fall schöne Grüße, weiter so, kann ich nur sagen, deswegen, das finde ich immer sehr cool, wenn Leute sich dafür entscheiden, mal so ein bisschen antizyklisch zu gehen und halt einfach den zu nehmen, der jetzt nicht unbedingt sehr beliebt ist in der breiten Masse, weil halt eben die Dungeons vielleicht nicht einfach so direkt fallen, dafür halt aber eben man wirklich anderweitige Vorteile hat mit dem BM. Und ich liebe den BM einfach. Ich finde die Klasse super. Ja, es ist egal, wie die im Ranking bei irgendwelchen Tierlisten abschneiden sollte. Ja, da habe ich ja schon ewig gesagt, lasst euch davon nicht beeinflussen. Und man sieht ja auch, es ist ja auch scheißegal, welche Klasse man schlussendlich nimmt oder auf welchem Platz sie in irgendwelchen Tierlisten gerankt ist. Man sieht ja trotzdem, dass so eine Klasse, natürlich auch mit dem jeweiligen Einsatz, aber das ist natürlich hier eine Ausnahme. Wir haben ja hier auch noch jemanden, der ein Battle Mage spielt und hier auch sehr weit oben vertreten ist. Es zählt halt eben nicht nur das, sondern man kann trotzdem damit auch erfolgreich sein und das zeigen halt eben solche Beispiele, denke ich mal, auch. Und deswegen, lasst euch dahingehend nicht verunsichern. Ja, Freunde, damit wollte ich euch nur noch mal so ein bisschen aufzeigen, was hier so auf dem Server, auf den Servern passiert ist und was quasi mehr oder weniger die Resultate davon gewesen sind, dass wir quasi jetzt diesen Wanderzirkus für das Wochenende gehabt haben. Auf EU15, auch nochmal ganz lustig vielleicht zu erwähnen, ist es ganz interessant, dadurch, dass viele Leute auf dem Server hier sehr schnell, sehr hoch gepusht sind in der Ehrenhalle, sind die wahrscheinlich mit ihrem Level viel höher, als dass sie mit ihren Statpunkten wahrscheinlich gerade wären. Das heißt, mit den Statpunkten, also weil die Klassen heutzutage so schnell hochpushen, ja, und innerhalb von einem Wochenende Accounts Stufe 220, 230, 240 werden irgendwie so, sind sie vom Level her viel, viel höher. Und da kommen die Stat-Punkte gar nicht so schnell hinterher, wie die vielleicht vom Level her pushen. Deswegen sehr interessant, haben wir hier auf dem Server EU15 hier in den Top-Rängen nur 300er Accounts plus. Ja, die gehen Richtung schon 330. Und hier in dem Wanderzirkus haben wir halt einfach Leute, die 150 sind. Ja, wir haben hier sogar einen, der ist knapp über Stufe 100. Also das ist schon sehr kurios. Das ist wirklich schon, eine Clowns-Fiesta, kann man so sagen hier. Und das fand ich auch nochmal sehr lustig und wollte ich euch auch nochmal zeigen, dass auf dem neuesten Server die höchsten Spieler gar nicht von diesem Wanderzirkus profitieren konnten, weil die viel zu hoch für ihr Level waren und damit, weil sich die Gegner im Wanderzirkus nach deinem Level richten, sie diese gar nicht besiegen konnten und dann haben hier halt eben auch mehr Low-Level-Accounts das Ganze geholt hier. Ne? Sehr lustig auf jeden Fall zu beobachten und man sieht dann halt eben anhand dessen, in welche Richtung dieser Wanderzirkus gegangen ist und das wollte ich euch nur noch mal ganz kurz aufzeigen. Okay, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Wenn irgendwie nochmal, es kann sein, dass im Verlauf des Tages heute am Montag noch ein Statement vom Player kommt. Wir haben es gerade hier 4 Uhr morgens in der Nacht, ne, das zum Zeitpunkt der Aufnahme. Deswegen,
werde ich das dann vielleicht den nächsten Tag oder so behandeln, falls da was kommen sollte. Und dann werde ich euch das auch zeigen. Ne? Da möchte ich euch natürlich auch so schnell wie möglich informieren, wenn da irgendwas zum Tageslicht kommen sollte. Oder irgendeine Art von Statement oder so, ne? Weil das kriegt man ja auch nicht immer überall mit auf allen Plattformen. Deswegen, ja, lasst auf jeden Fall sehr gerne ein Abo da, falls ihr hier nichts verpassen wollt in die Richtung. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und verabschiede mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.